Herzlich willkommen zurück bei Weisheiten zum Mitnehmen. Auch hier geht es nicht um schnelle Unterhaltung oder kurzfristige Ablenkung. Wenn du also nach 30 Sekunden weg bist, dann warst du vielleicht auf der Suche nach etwas anderem. Unsere Themen sind wie ein gutes Buch, die wollen gelesen und verstanden werden. Wenn du also bereit bist, dich auf eine tiefe und nachdenkliche Reise einzulassen, dann bist du hier genau richtig. Weisheiten zum Mitnehmen ist für die, die mehr suchen als oberflächlichen Konsum. Schön, dass du da bist. Nun haben wir uns in unserem letzten Video mit dem Thema Rasse und dem Grundgesetz beschäftigt. Wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, warum das Wort Rasse weiterhin im Grundgesetz steht. Ist es nicht an der Zeit, dieses Wort zu ersetzen oder ganz zu streichen? Bist du auch der Ansicht, dass ich mich wiederhole und auch im Kreise drehe? Irgendwie überkommt mich selber dieser Eindruck. Weißt du was? Ja, ich kann verstehen, warum dieser Eindruck aufkommen kann. In komplexen Themen, insbesondere wenn es um Begriffe wie Rasse und Rassismus geht, ist es nicht ungewöhnlich, dass Diskussionen sich wiederholen oder im Kreise zu drehen scheinen. Das liegt oft daran, dass verschiedene Aspekte des Themas aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden müssen und es Schwierigkeiten geben kann, klare, eindeutige Definitionen zu finden. Und im Zusammenhang mit der legislativen erst recht nicht. Mein Bestreben, diese Fragen zu klären und verschiedene Perspektiven zu beleuchten, ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Es zeigt, dass diese Themen komplex sind und dass es nicht immer einfache Antworten gibt. Es ist auch eine Möglichkeit, die Zuschauer auf die Nuancen und Schwierigkeiten in diesen Diskussionen aufmerksam zu machen. Und da wir uns wohl in Bezug auf das Grundgesetz im Kreise zu drehen scheinen, und nicht nur wir, es haben sich mehr Menschen damit beschäftigt, bleibt eine weitere Frage offen. Ich fragte mich, gibt es denn eine Legaldefinition zu Rassismus? Oder wird wenigstens an anderer Stelle Gesetze, Verordnungen näher, klarer, detaillierter beschrieben, was mit Rasse gemeint ist? Also suchte ich weiter. Bevor wir uns in die Diskussion vertiefen, möchte ich auch hier klarstellen, dass ich weder ein studierter Historiker noch ein Jurist bin, noch ein Sprachwissenschaftler. Meine Leidenschaft liegt leidenschaftlich in der Sprache, ihrer Herkunft und ihrer Nuancen. Seid also gespannt. Und los geht's. Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG habe ich relevante Passagen in den Paragraphen 1 und 19. Ich dachte mir so, wenn nicht im Gleichbehandlungsgesetz, formerly known as Antidiskriminierungsgesetz, wo sonst sollte ich fündig werden? Dachte ich mir also. Ja, das ist so eine Sache mit dem Denken, müsst ihr wissen. Aber schauen wir weiter. Der Paragraph 1 AGG definiert den Anwendungsbereich des Gesetzes und verbietet Diskriminierung, unter anderem aufgrund der Rasse oder ethnischen Herkunft. Der Paragraph 19 AGG regelt, dass in diesem Gesetz verwendete Begriffe, auch Rasse und ethnische Herkunft, sich auf alle rassistischen und ethnischen Gründe beziehen. Genauer Wortlaut, Paragraph 1 AGG. Ziel des Gesetzes ist Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.
Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, aber nirgends ist Rasse definiert. Naja, dann passt es ja. Tatsächlich zu meiner rein Rassismus gibt es nicht. Wenn aber der Begriff Rasse im Grundgesetz und auch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz steht, aber nirgends genau definiert ist, kann das zu verschiedenen Interpretationen führen. Ich konnte bis jetzt keine Legaldefinition zur Rasse finden. Das hatten wir ja schon im ersten Teil. Ja, Interpretationen können manchmal ziemlich vielschichtig sein, besonders wenn Begriffe nicht eindeutig definiert sind. Da bleibt Raum für Diskussionen und unterschiedliche Sichtweisen. Und wenn du darüber lachen kannst, ist das ja schon mal eine gute Einstellung. Guckst du weiter. Selbst Ethnie hat keine Legaldefinition. So ein Schmarrn. Oder hast du etwa Legaldefinitionen zu Rasse und Ethnie? Dann lass es mich unbedingt wissen, bitte. Leider gibt es in Deutschland tatsächlich keine expliziten gesetzlichen Definitionen für die Begriffe Rasse und Ethnie. Weder im Grundgesetz noch im AGG. Zumindest nicht nach meiner Recherche. Und ich habe lange recherchiert. Das Fehlen solcher klaren Definitionen kann aber in der rechtlichen Interpretation tatsächlich zu Unsicherheiten führen. Stattdessen können Gerichte und Juristen auf allgemeinere Verständnisse und internationale Menschenrechtskonventionen zurückgreifen. Zumindest entschuldigen sich so unsere legalen Vertreter. Ups. Was aber genau meint jetzt allgemeinere Verständnisse? Der Satz, stattdessen können Gerichte und Juristen auf allgemeinere Verständnisse und internationale Menschenrechtskonventionen zurückgreifen, meint, dass in Fällen, in denen es keine klare gesetzliche Definition für Begriffe wie Rasse und Ethnie in deutschen Gesetzen gibt, Gerichte und Juristen auf breitere, allgemeinere Verständnisse dieser Begriffe zurückgreifen können. Das könnte, konjunktiv, hypothetisch, Interpretationen meinerseits bedeuten, dass sie sich auf allgemeine Definitionen oder Konzepte stützen, die in internationalen Menschenrechtskonventionen, wie zum Beispiel der Internationalen Konvention zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, enthalten sind. Die Idee dahinter ist, dass, wenn es in nationalen Gesetzen keine klaren Definitionen gibt, Gerichte sich auf internationale Standards und Abkommen stützen können. Konjunktiv, hypothetisch, naja, wisst schon. Um eine Grundlage für ihre rechtlichen Interpretationen zu haben. Dies könnte, konjunktiv, dazu beitragen, eine gewisse Klarheit und Einheitlichkeit in der Rechtsprechung zu schaffen, auch wenn die nationalen Gesetze selbst nicht explizit definiert sind. Man könnte so etwas auch Ausrede, Flucht vor Verantwortung nennen. Konjunktiv hypothetisch, ich weiß. Das erklärt dennoch eine fehlende Definition nicht. Denn ja, Länder können in der Tat unterschiedliche Definitionen für Begriffe wie Rasse und Ethnie haben, wie zum Beispiel Großbritannien. Und es gibt oft keine universelle oder einheitliche Definition auf internationaler Ebene. Die Definitionen können je nach kulturellen, historischen und rechtlichen Kontext variieren. In der internationalen Zusammenarbeit und im Vergleich der Rechtsordnungen ist es nicht ungewöhnlich, dass Länder auf allgemeinere Verständnisse und internationale Menschenrechtskonventionen zurückgreifen, um Gemeinsamkeiten zu finden oder eine Basis für den Dialog zu schaffen. Dies kann jedoch nicht immer alle Nuancen und Unterschiede zwischen den nationalen Rechtsordnungen erfassen. Und außerdem, warum sollte ein Rechtsstaat wie Deutschland sich herausreden wollen,
weshalb es keine Legaldefinition zu diesen Wörtern hat, obwohl es im Grundgesetz und im AGG steht, aber ohne jegliche Definition bei so einem heiklen Thema? Suggestivfrage, ich weiß. Diese aus meiner Sicht berechtigte Frage reflektiert eine gewisse Kritik oder zumindest das Bedürfnis nach klareren Definitionen in den Gesetzen, insbesondere bei so sensiblen Themen wie Rassismus. Das Fehlen expliziter Legaldefinition führt aus meiner Sicht zu Unsicherheiten und die Tür für unterschiedliche Interpretation weit öffnet. Ein möglicher Grund dafür könnte, konjunktiv, sein, dass bestimmte Begriffe wie Rasse und Ethnie sozial konstruiert sind. Das sage ich doch, Rassismus gibt es nicht. Es muss eben Vorstellung, Gedanken, nur in unserem Kopf. Mein Video hat den gewagten Titel Rassismus gibt es nicht. Und da sind mir klare Definitionen eigentlich sehr wichtig. Verständlich oder etwa nicht. Klar definierte Begriffe sind in solchen sensiblen Diskussionen besonders wichtig. Denke ich, meine ich, weiß ich. In einem Dokument, was ist rechtlich eine Diskriminierung, wohlgemerkt nicht, was ist rechtlich Rassismus, steht Folgendes. Die Kategorien Rasse und ethnische Herkunft lassen sich nicht scharf voneinander abgrenzen. Ach was. Das ist auch nicht nötig, sie können als rassistische Diskriminierung bezeichnet werden. Nochmal, interessant, wenn da steht, das ist nicht nötig, sie können als rassistische Diskriminierung bezeichnet werden. Da ist doch jedes Scheunentor weit geöffnet, oder? Weiter steht im selben Dokument, die brandenburgische Landesverfassung wurde bereits geändert. Dort heißt es jetzt, dass niemand aus rassistischen Gründen benachteiligt werden darf. Artikel 12 Absatz 2. Umfasst sind zunächst unmittelbare Anknüpfungen an das äußere Erscheinungsbild, an den Namen, die Sprache, den Akzent, die Religion oder die Kleidung, mit denen eine bestimmte biologische Abstammung oder ethnokulturelle Herkunft assoziiert wird. Und jetzt gut zuhören bitte. Ob eine Person eine bestimmte Herkunft hat, ist nicht ausschlaggebend. Es kommt nicht auf tatsächliche Unterschiede, sondern entscheidend auf die sozial stigmatisierende Fremdzuschreibung an. Ja, diese Formulierungen, sie können als rassistische Diskriminierung bezeichnet werden und entscheidend auf die sozial stigmatisierende Fremdzuschreibung geben tatsächlich einen gewissen Spielraum für Interpretation. Aber nur einen gewissen, klitzekleinen Spielraum. Echt jetzt? Du weißt schon, was Interpretation bedeutet? Hier nur eine kleine Auffrischung. In einem allgemeinen Sinn bezieht sich Interpretation darauf, die Bedeutung oder den Sinn von etwas zu verstehen oder zu erklären. In einem rechtlichen Kontext bezieht sich die Interpretation darauf, wie Gesetze, Verordnungen oder andere rechtliche Dokumente von Gerichten oder Rechtsprechungsorganen ausgelegt und angewendet werden. Es umfasst das Verständnis, wie bestimmte Begriffe oder Bestimmungen in einem Gesetz in der Praxis angewendet werden sollen. Die Art und Weise, wie Rechtsvorschriften interpretiert werden, kann entscheidend dafür sein, wie sie in konkreten Fällen angewendet werden. Hast du aufgepasst? Ausgelegt und angewendet werden. Eben darum. Hahaha. Genau, du hast es erfasst. Die Interpretation von Gesetzen beinhaltet nicht nur das Verständnis der Worte selbst, sondern auch, wie diese Worte in der Praxis angewendet werden sollen.
Kennst du den Unterschied zwischen sollen und müssen? Es gibt keinen. Denn sollen ist das formelle Müssen. Ich empfinde so etwas als ganz schön gefährlich. Mein lauter Gedanke dazu: Wenn eine Diskriminierung aufgrund fehlender Legaldefinition von Rassismus bei so einem sensiblen Thema als rassistisch angesehen wird, ist das dann nicht selbst eine rassistische Rückkoppelung des Begriffs Rassismus? Verstehst du, auf was ich hinaus will? Das ist mir sehr wichtig hier. Ich möchte hier unbedingt auf die mögliche Ironie oder Reflexivität in der Verwendung von Begriffen hinweisen. Wenn eine Diskriminierung aufgrund fehlender Legaldefinition von Rassismus als rassistisch angesehen wird, könnte dies tatsächlich als eine Art Rückkopplung des Begriffs Rassismus betrachtet werden. Das zeigt die Komplexität und Nuancen in der Anwendung solcher Begriffe, insbesondere wenn sie in sensiblen rechtlichen oder gesellschaftlichen Diskursen verwendet werden. Hier ein konkretes Beispiel. Kann man denn nicht denken, weil ich zum Beispiel einen nicht gut Deutsch sprechenden Russen nicht einstellen will, mich dann rechtlich verdonnert, dass es dann selbst eine rassistische Handlung ist? So nach dem Motto: Ich zeige dir, wie es jemandem geht, der sich rassistisch verhält. Es kann ja ausgelegt und angewendet werden. Könnte ich mit diesem Beispiel meine Gedanken klarer machen? Es gibt tatsächlich Situationen, in denen Personen aufgrund von rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf Diskriminierung in die Position geraten könnten, als rassistisch angesehen zu werden, selbst wenn ihr ursprüngliches Verhalten nicht auf rassistischen Vorurteilen basiert. Das könnte eine gewisse Ironie in sich tragen, wie ich denke. In diesem Beispiel könnte jemand tatsächlich, der zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund von sprachlichen Herausforderungen eine bestimmte Einstellungsentscheidung trifft, rechtlich belangt werden, wenn dies als Diskriminierung aufgrund von Rasse oder ethnischer Herkunft interpretiert wird, obwohl es keine eindeutige Definition für diese Begriffe gibt. Solche Fälle unterstreichen aus meiner Sicht unbedingt die Bedeutung von klaren und präzisen Definitionen in rechtlichen Kontexten, um Missverständnisse und potenziell kontraproduktive Situationen zu vermeiden. Interpretiert wird, genau, denn in meinen Augen wird eine Diskriminierung aufgrund, sagen wir, körperlicher Behinderung oder körperlicher Merkmale nicht so scharf bestraft als Rassismus, oder? Ich möchte unbedingt diesen wichtigen Punkt zur Sprache bringen. Unbedingt. Die Interpretation von Diskriminierung kann in verschiedenen Kontexten oder für verschiedene geschützte Merkmale unterschiedlich sein. Die gesetzlichen Bestimmungen beziehen sich auf verschiedene Diskriminierungsgründe, darunter Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung und andere. Während rassistische Diskriminierung aufgrund von Rasse oder ethnischer Herkunft spezifisch im AGG behandelt wird, gibt es auch andere Formen der Diskriminierung, wie etwa aufgrund körperlicher Behinderung, die in anderen Teilen des Gesetzes abgedeckt sind. Die Schwere oder Schärfe der Diskriminierung kann dann in der Tat unterschiedlich wahrgenommen werden, und es ist wichtig, diese Feinheiten zu berücksichtigen. Die rechtlichen Konsequenzen können je nach Kontext und Interpretationen variieren. Wir wollen festhalten: In der Tat gibt es im Grundgesetz und im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz keine expliziten juristischen Definitionen für Begriffe wie Ethnie, Rasse oder Rassismus. Dann kann es doch genau genommen
gar keinen Rassismus geben, oder? Er existiert nun in den Köpfen von Menschen, auch Richtern und Anwälten, dass bestimmte Handlungen Rassismus sind. Könnte es nicht nur eine Diskriminierung sein? Was denkst du? Was denkt ihr? Kann es Rassismus geben? Gibt es wirklich Rassismus? Denn wissenschaftlich wird ja behauptet, dass der Mensch, die Menschheit, angeblich, genau genommen, eine einzige Rasse ist. Eine Abstammung, eine Herkunft. Obwohl wissenschaftlich gesehen nur eine menschliche Rasse existiert, kann Rassismus weiterhin in Form von sozialen Strukturen und individuellem Verhalten existieren, die auf konstruierten Unterschieden beruhen. Der Begriff Rassismus hat historische und soziale Implikationen, die über die biologische Realität hinausgehen. Er ist eng mit Vorstellungen von Macht, Hierarchie und Diskriminierung verbunden. Ich leugne ja nicht, dass es das alles nicht gibt oder gab. Aber ich höre immer wieder historisch-soziale Denkstrukturen. Ich will mich ja gerade von diesem historischen Kontext trennen, verabschieden. Ich kann doch nicht darauf beharren, dass es historisch Misshandlungen gab. Das weiß ich selber. Mengele lässt grüßen. In diesem Sinne. Heute mal kein philosophisches Zitat, aber eine Paraphrase von Wittgenstein zu Sprachspiele, die so zusammengefasst werden können. Sprache ist kein einheitliches Konzept, sondern eine Vielzahl von miteinander verbundenen Aktivitäten und Praktiken. Jedes Sprachspiel hat seine eigenen Regeln und der Sinn von Wörtern ergibt sich aus ihrer Verwendung in diesem spezifischen sozialen Kontext. Überlegungen dazu im Kontext des Themas. Diese Idee von Wittgenstein betont die Kontextualität der Sprache und könnte im Zusammenhang mit Rassismus bedeuten, dass der Begriff Rassismus in verschiedenen Sprachspielen unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann. Das Verständnis von Rassismus erfordert daher eine Analyse der spezifischen sozialen Kontexten, in der er verwendet wird. Es könnte auch darauf hinweisen, dass das Verstehen von Rassismus nicht nur eine Frage von Definition ist, sondern auch von den Praktiken und Aktivitäten abhängt, in denen dieser Begriff eingebettet ist. Wenn Menschen über Rassismus sprechen, sind sie in unterschiedlichen Sprachspielen involviert. Und die Analyse dieser Kontexte könnte zu einem tieferen Verständnis führen. Dieser Ansatz könnte als Anregung dienen, die Vielschichtigkeit des Begriffs Rassismus zu erkunden und zu verstehen, wie er in verschiedenen sozialen Kontexten verwendet wird. Es könnte auch dazu ermutigen, nicht nur nach einer universellen Definition zu suchen, sondern auch die verschiedenen Dimensionen von Rassismus in den unterschiedlichen Sprachspielen zu berücksichtigen. Nun, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, nachdem wir uns in diesem Teil mit klaren Definitionen und rechtlichen Perspektiven auseinandergesetzt haben, wird es jetzt noch spannender, denn im nächsten Teil tauchen wir tief in die Gegenwart ein und werfen einen Blick darauf, wie individuelle Verantwortung und die kindliche Erziehung eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Geist von Rassismus zu vertreiben. Also bleibt dran, denn wir werden nicht nur reflektieren, sondern auch gemeinsam eine kindliche Perspektive einnehmen und die Vielfalt unserer Gedanken zu erkunden. Lasst uns eintauchen in die Welt der bunten Bausteine und sehen, welche Erkenntnisse wir für eine inklusivere Zukunft gewinnen können. Bereit für diesen faszinierenden Gedankensprung?
dann begleitet mich in den Drittelteil von Rassismus gibt es nicht. Weisheiten zum Mitnehmen. Bleibt mir gewogen. Euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.